Hi und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe euch heute Düfte mitgebracht, die eher so in eine etwas dunklere Richtung gehen, so ein bisschen mystisch sind und irgendwie so eine Portion Sexiness auch mit drin haben und die perfekt auch in die etwas kältere Jahreszeit passen, die allesamt sehr intensiv sind und eine tolle Silage haben. Viel Spaß! Der erste Duft, den ich dabei habe, ist von Initio, der Mystic Experience, und das ist, wie ich finde, ein echt besonderer Duft, weil da ein ganz toller Kaffeeakkord mit drin ist. Aber lasst uns mal gemeinsam riechen. Ja, wir haben im ersten Riechen schon so den Kaffee, den man auf jeden Fall rausriecht. Was aber auch eine sehr prominente Rolle in diesem Duft spielt, ist auf jeden Fall der Moschus. Also man hat da so eine Moschusartige Mischung, die aber echt toll ist. Du solltest aber auf jeden Fall Kaffeedüfte einfach mögen, wenn du diesen Duft von Initio ausprobieren möchtest. Neben dem Moschus und dem Kaffee haben wir aber im Duftverlauf auf jeden Fall auch eine schöne Vanillenote nochmal mit drin. Ja, vanillig, und wir haben aber auch die Patchouli, die so eine gewisse erdige, dumpfe Note nochmal mit reingibt. Ich finde tatsächlich, der Duft von Initio geht in so eine kleine orientalische Richtung. Das haben ja viele Düfte von Initio tatsächlich an sich. Aber ich finde gerade diese Mischung aus Kaffee, Moschus, Vanille, Patchouli wirklich, wirklich schön. Es hat so was Mystisches an sich. Der Duft zieht einen irgendwie auch in seinen Bann. Und wie es für Initio-Düfte tatsächlich üblich ist, hält er wirklich schön lange. Der hat auch eine schöne Silage. Ich muss aber sagen, für mich persönlich ist der Duft nicht ganz so intensiv wie andere Initio-Düfte. Wenn man dann zum Beispiel an den Absolute Aphrodisiac denkt oder sowas, da ist der schon ein bisschen zurückhaltender, wenn man das im Kontext von Initio überhaupt sagen kann. Dieses Erdige und Dumpfe in dem Duft wird einfach durch eine kleine holzige Note auf jeden Fall nochmal untermauert. Auch hier, das geht einfach dadurch auch eben in diese orientalische Richtung. Für meinen Duftgeschmack würde ich sagen, es ist tendenziell eher ein etwas femininer Duft. Aber Duftgeschmäcker sind ja sowieso verschieden. Insofern, wenn du ein Mann bist und den Duft ausprobieren möchtest, go for it. Der nächste Duft, den ich dabei habe, geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar ist es der Liz Noir von Isabey. Und ich weiß nicht, ob du die Marke kennst. Wenn nicht, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal, die auszuprobieren. Ich finde, die haben wirklich durch die Bank echt schöne Düfte. Der Liz Noir geht in eine, wie gesagt, ganz andere Richtung als der Duft von Initio, den wir gerade gerochen haben. Und zwar ist das schon ein sehr blumig süßer Duft. Und die Farbe des Flakons ist aber auf jeden Fall Programm, denn Liz Noir heißt schwarze Lilie. Finde ich auch wirklich schön und lässt auch darauf schließen, dass Blumen in diesem Duft auf jeden Fall eine zentrale Rolle spielen. Lasst uns am besten mal gemeinsam an dem Duft riechen. Ja, schon im ersten Riechen, klar, eine blumige Note, eine schöne Süße, die da auch mit rauskommt. Tatsächlich haben wir neben der Lilie noch andere Blüten mit drin, zum Beispiel Narzisse oder auch Tuberose. Also es ist wirklich ein schöner Duft. Ich muss da tatsächlich an eine Frau denken, ein schwarzes, langes Kleid, die vielleicht so einen schönen, opulenten Blumenstrauß in der Hand hält. Das erinnert mich an den Duft einfach daran, an so ein Bild, eine schöne, elegant gekleidete Frau. In Schwarz aber, denn er hat für mich schon was sehr Opulentes, was sehr Tiefes, auch was Dunkles mit drin. Deswegen habe ich ihn auch in dem Video hier mit reingenommen, weil er einfach so ein bisschen, ja, opulent ist. Der Duft ist vom ersten Sprühen an schon wirklich sehr intensiv. Also je nachdem, zu welchem Anlass du den Duft tragen möchtest, würde ich dir raten, den einfach ein paar Momente früher aufzutragen, sodass er so seine erste Kräftigkeit ein bisschen verliert, weil ansonsten ist er wirklich sehr, sehr intensiv und sehr opulent. Kann dann schon ein bisschen zu aufdringlich sein, je nachdem, wo du hingehen möchtest eben. Ich finde aber, der Duft ist im Duftverlauf wahnsinnig toll und der gewinnt an einer schönen Wärme und auch Cremigkeit. Ja, der wird schön rund, der wird schön süß, der wird richtig, ja, ausgeglichen für mich schon. Also ich finde manchmal so sehr blumige Düfte, die stechen für mich in der Nase. Der Liz Noir auf keinen Fall. Das ist wirklich ein sehr runder und sehr opulenter, blumiger Duft. Was dem Duft definitiv auch diese gewisse Wärme gibt, sind die kleinen Hölzer, die mit drin sind. Die Tuberose gibt so ihre gewisse Cremigkeit da nochmal mit rein. Und was an dem Duft echt besonders ist, ist, dass da auch Pfeffer mit drin ist. Ich finde, eigentlich steht so Pfeffer mit Blumen echt in so einem Gegenteil schon fast.
Das ist aber der besondere Twist an diesem Duft. Gerade wenn man den auch frisch aufsprüht, ist so eine kleine pfeffrige, scharfe Note mit drin, die dann eben abgelöst wird durch diese schönen Blumen. Das finde ich schon wirklich sehr interessant und kannte ich so davor noch nicht. Ich finde den Duft wahnsinnig spannend, ich finde ihn schön zu tragen, der gibt so eine gewisse Sexiness, der gibt aber auch so eine gewisse Eleganz, würde ich fast schon sagen. Also gerade wenn man sich diese Frau in dem langen schwarzen Kleid vorstellt, der ist wirklich toll und für mich ist der wirklich auch anziehend. Wo wir gerade beim Pfeffer sind, lasst uns mal genau dort bleiben, denn der spielt auch im nächsten Duft auf jeden Fall eine Rolle und das ist der Délice von Maison Micallef und da ist die Pfeffernote auf jeden Fall auch vorhanden, auch im ersten Sprühen. Lasst uns mal gemeinsam riechen. Ja, wir haben hier am Anfang eine kleine Pfeffernote auf jeden Fall mit drin. Wir haben aber auch eine schöne, leichte Orangennote, die so einen gewissen Pep mit reingibt. Gerade die Kombination dann aus der Schärfe des Pfeffers und eben dieses Zitrische aus der Orange, dieses ganz leicht Süße, ist echt schön. Im ersten Sprühen merkt man schon, dieser Duft ist wirklich intensiv und der ist wirklich auch opulent. Und kleiner Spoiler an der Stelle, das wird sich im Duftverlauf auch nicht ändern. Im Duftverlauf kommen auf jeden Fall die blumigen Noten. Hier vor allem die Rose schon stärker auch in den Fokus. Was aber wirklich toll an dem Duft ist, ist die Pflaume, die mit drin ist. Die gibt natürlich auch so eine leichte Fruchtigkeit mit rein, aber eben auch eine schöne Süße, ergänzt durch eine kleine Zimtnote. Ja, macht den Duft wirklich sehr schön, sehr rund. Und auch hier haben wir tatsächlich Vanille mit drin, die im Duftverlauf noch ein bisschen stärker mit rauskommt. Den Duft echt schön abrundet, nochmal eine schöne, süße Vanillenote auch mal mit reingeben. Dadurch wird der Duft ein bisschen cremiger, er wird ein bisschen wärmer, er legt sich schön auf die Haut und wie ich schon angespoilert habe, das ist wirklich ein Haltbarkeitswunder, dieser Duft. Der hält ewig, wirklich. Also locker 8 Stunden, locker auch mal 12 Stunden. Ich finde es wirklich beeindruckend, wie Maison Micallef das macht. Der hält ewig und ist eben auch von der Silage her wirklich, wirklich überzeugend. Man könnte jetzt so meinen von den Duftnoten her, die ich so beschrieben habe, dass es eher ein femininer Duft ist. Tatsächlich kommt aber im Duftverlauf eine schöne holzige Oud-Note mit rein. Und ich finde, gerade durch diese Note kann der Duft wirklich unisex sein. Also der kann auf jeden Fall auch von einem Mann getragen werden, weil eben dieses Holzige nochmal was Kantigeres mit reingibt, im Kontrast zu dieser Pflaume, zu dieser Vanille, zu dieser Rose. Wirklich ein gut komponierter Duft und für mich daher auf jeden Fall auch ein Duft, der für Männer, aber auch für Frauen geeignet ist. Lasst uns mal zu einem komplett anderen Duft kommen. Und zwar ist es von Une Nuit Nomade, der Ambre Canchar. Und ich weiß nicht, ob du schon mal einen Duft von Une Nuit Nomade ausprobiert hast. Ich finde, die haben wirklich ganz, ganz tolle Düfte. Es gibt, glaube ich, keinen, ich überlege mal, der mir nicht gefällt, weil sie alle sehr einzigartig sind. Auch der Ambre Canchar. Das ist ein Duft, der geht eher in eine orientalische Richtung und hat aber einen ganz, ganz tollen Duftverlauf. Und schon im ersten Riechen kommt für mich so eine schöne alkoholische Note mit raus. Ich mag das ja immer total gerne. Ja, für mich alkoholisch, irgendwie so ein bisschen rumartig auch. Der entführt einen gleich in so eine orientalische Welt, wo es warm ist, wo es vielleicht so ein bisschen gedämpft ist. Ja, wo aber Hölzer eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und im ersten Riechen hat er für mich schon so eine gewisse Sinnlichkeit und Sexiness, die da auf jeden Fall rauskommt. Das ist für mich wirklich ein toller Duft, der sich so in einem Spannungsfeld zwischen orientalisch, süß, durch eine Trockenpflaume, die da rauskommt, aber auch sehr würzig und irgendwie so rauchig befindet. Also das ist wirklich ein toller Duft. Man könnte schon fast sagen, es ist so ein kleiner Gourmand tatsächlich, weil ich hatte es ja gerade auch schon gesagt, wir haben da auch eine Trockenpflaume nochmal mit drin, wir haben da irgendwie auch was Vanilleartiges mit drin. Das riecht wirklich, wie wenn man Vanille zum Backen aus diesem Röhrchen mit rausnimmt. So intensiv eigentlich schon. Also schön komponierter Duft tatsächlich, kleiner Gourmand. Wir haben hier Hölzer mit drin, wir haben aber auch Harze mit drin, die sich wirklich ganz, ganz toll mit dieser Süße aus der Trockenpflaume und der Vanille verbinden. Für mich ist das ein sehr schöner Duft, für mich jetzt von der Tendenz her eher ein bisschen maskuliner, eben auch durch diesen alkoholischen Charakter. Aber das heißt nicht, dass nicht auch Frauen den tragen können natürlich. Der ist intensiv, der hat eine tolle Haltbarkeit, der hat eine tolle Silage, also wirklich, so wie ich es auch versprochen habe am Anfang des Videos, die Düfte, die ich heute dabei habe,
Mit denen machst du auf keinen Fall was falsch und die halten auch ewig. Auch der nächste Duft darf bei mir in der Liste von eher dunkleren Düften auf keinen Fall fehlen. Und zwar ist es von Xerjoff, der Tony Iommi Monkey Special, der ja dem Gitarristen von Black Sabbath gewidmet ist. Und ja, wenn man schon an diese Band denkt, ich glaube, dann passt irgendwie die Farbe dunkel oder schwarz oder wie auch immer auf jeden Fall gut dazu. Ich muss aber auch sagen, das ist ein Duft, den habe ich gerochen und mir fällt es total schwer, die Duftnoten da irgendwie rauszuriechen und einzeln auseinanderzunehmen. Das ist für mich wirklich ein komplexer Duft. Wenn man sich allein auch schon mal die Zusammensetzung des Duftes anschaut, dann sieht man, dass da so viele unterschiedliche Duftnoten mit drin sind. Das ist echt schwer, das auseinander zu klabustern, aber wir probieren es trotzdem mal. Lasst uns mal gemeinsam an diesem Duft riechen. Ja, auch hier im ersten Riechen haben wir schon was Alkoholisches, für mich auch wieder so was ein bisschen Rumartiges. Wir haben aber auch so eine kleine fruchtige Spritzigkeit mit drin durch die Passionsfrucht. Also es ist wirklich eine interessante Kombination, finde ich. Und das meinte ich auch mit, boah, es ist echt schwer, das rauszuriechen. Das ist so das, was ich am Anfang wahrnehme. Im Duftverlauf settelt sich das Ganze. Also ich habe so das Gefühl, man sprüht den Duft das erste Mal auf und dann muss er sich erstmal sortieren. Im Duftverlauf haben wir hier eine schöne Ledernote, die auf jeden Fall mit dazu kommt. Ja, der Duft wird ein bisschen runder, der wird wärmer, da kommt schönes Leder dazu. Wir haben schöne Hölzer, die da rauskommen. Also das ist wirklich ein schöner Duft, der auch in seiner Intensität auf jeden Fall präsent ist, der eben irgendwie an dunkle Farben, an einen gedämpften Raum, vielleicht gerade auch an laute Musik, ne? Also wenn ich so dran denke, auf so einem Konzert zu sein, es ist dunkel, es spielt irgendwie eine Band und ja, es riecht ein bisschen nach Alkohol, man hat vielleicht auch was Ledernes an, da passt der Duft einfach wahnsinnig gut rein. Im Duftverlauf gibt der Rum auf jeden Fall seine Süße nochmal mit ab. Da kommt auch so eine kleine karamellartige Note mit rein, die natürlich auch nochmal in der Süße unterstützt. Also ich finde gerade diesen Kontrast zwischen alkoholisch, Rum, die Passionsfrucht am Anfang, ja, und diesem süßen Verlauf, der auch so eine Wärme nochmal mit abgibt, wirklich sehr, sehr spannend. Der darf auf jeden Fall in deiner Liste, wenn du irgendwie so auf sehr intensive, leicht rauchig, leicht lederartig, leicht alkoholische Düfte stehst, auf keinen Fall fehlen. Für mich jetzt tendenziell auch eher ein bisschen maskuliner, aber auch hier feel free, wenn du eine Frau bist und den Duft tragen möchtest. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe auch für dich einen passenden Duft mit dabei. Wie gesagt, von der Silage und von der Haltbarkeit her sind das auf jeden Fall Top-Düfte. Ich bin gespannt, ob du einen davon kennst oder ob du ihn vielleicht durch dieses Video ausprobierst. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du die Düfte findest und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ciao, ciao!